Warum wurde die Höhle der Hände in Argentinien geschaffen? Heute sprechen wir über die erstaunliche Felsmalerei unserer Vorfahren. Wir erfahren nicht nur von der Existenz ungewöhnlicher Zeichnungen, sondern lernen auch ihre Geschichte und verborgene Bedeutung kennen. Zündet die Fackeln an, schärft die Speere, wir begeben uns in die Tiefen der Jahrhunderte. Unser erster Halt wird in Frankreich sein, in der Höhle von Lascaux im Tal der Vézère. Sie wird die Sixtinische Kapelle der Urkunst genannt. Man fand sie zufällig im Jahr 1940, als 4 Jugendliche mit einem Hund namens Robot im Wald nahe Montignac spazieren gingen. Plötzlich fiel der Hund in einen schmalen Spalt und die Jungen mit einer Taschenlampe bewaffnet kletterten hinunter, um ihn zu retten. So stießen sie auf einen unterirdischen Saal, in dem die Wände im Licht mit unglaublichen Bildern lebendig wurden. Riesige Stiere, bis zu 17 Fuß lang, mit mächtigen Hörnern, Pferde mit wehenden Mähnen, Hirsche mit verzweigten Geweihen und menschliche Figuren blickten von den Wänden der Höhle auf die Jugendlichen herab. Diese Zeichnungen, die vor etwa 17.000 Jahren entstanden sind, wurden mit Ocker, Kohle und Hämatit angefertigt. Mit solch einer Detailgenauigkeit, dass es scheint, als würden die Tiere gleich loslaufen. Im Saal der Stiere sind 4 riesige Wisente dargestellt, so als ob sie majestätisch eine Länge von 66 Fuß erreichen. Die Künstler nutzten die Erhebungen der Felsen, um den Wisenten Volumen zu verleihen, echtes 3D-Kunstwerk der Steinzeit. Unter den hunderten gezeichneten Tieren sticht ein mysteriöser Mensch mit einem Vogelkopf hervor, der neben einem fallenden Bison steht. Wissenschaftler vermuten, dass es sich entweder um eine Jagdszene oder ein schamanisches Ritual handelt. Die Höhle wurde zur Sensation und 1948 für Touristen geöffnet, musste aber bereits 1963 geschlossen werden. Der Atem der Besucher zerstörte die Farben. Nun steht das Original unter Schutz und eine Replik zieht die Aufmerksamkeit der Neugierigen auf sich. Diese Meisterwerke der Felsmalerei waren jahrhundertelang im Verborgenen, bis ein Roboterhund den Weg zu ihnen wies. Weiter geht es für uns. Spanien. Die Höhle von Altamira in Kantabrien ist ein weiteres Wunder des Paläolithikums. Im Jahr 1879 grub der Amateurarchäologe Marcelino Sanz de Sautuola in einer Höhle auf seinem Grundstück, als seine 8-jährige Tochter Maria, die in der Nähe spielte, nach oben schaute und rief: »Papa!« Stiere an der Decke. In einer Höhe von 6 Fuß erstrecken sich leuchtende Bisons, Pferde, Wildschweine und Hirsche, gemalt mit roter und schwarzer Ockerfarbe. Diese Zeichnungen, die zwischen 14.000 und 20.000 Jahre alt sind, beeindrucken durch ihre Lebendigkeit, mit Bisons, die bis zu 8 Fuß lang sind. Sie liegen, stehen oder rennen und die Kohlekonturen und Farben erzeugen einen Bewegungseffekt. Zunächst glaubten die Wissenschaftler nicht an die Echtheit der Zeichnungen. Die Darstellungen schienen zu perfekt für primitive Menschen und Sautuola wurde sogar der Fälschung beschuldigt. Erst im Jahr 1902 wurden nach neuen Funden alle Verdächtigungen gegen ihn aufgehoben. In der Höhle fand man eine Palette, einen Stein mit Farbresten, der zeigt, wie sorgfältig die Meister arbeiteten. Heute ist der Zugang zu den Zeichnungen streng begrenzt. Nur 5 Glückliche pro Woche dürfen die Höhle für eine halbe Stunde in Schutzanzügen betreten, um die Kunstwerke der alten Jäger zu bewundern. Nun begeben wir uns nach Indien, in den Bundesstaat Madhya Pradesh, zu den Felsunterkünften von Bhimbetka. Im Jahr 1957 spazierte der Archäologe Vishnu Sridhar Vakanka durch die Hügel und bemerkte rote und gelbe Flecken auf dem Sandstein. Als er mit den Ausgrabungen begann, entdeckte er über 100 Höhlen, in denen die Wände uralte Geschichten erzählten, die etwa 10.000 Jahre alt sind. Einige der Abbildungen wurden vor 30.000 Jahren gemacht. Hier kann man Szenen sehen wie Jagden mit Speeren, Tänze mit maskierten Figuren, Tiger, Elefanten, Büffel und abstrakte Muster, die mit Ocker und Ton aufgetragen wurden. In einer der Höhlen, die als Zoo bezeichnet wird, umgibt eine Gruppe von Menschen einen Elefanten auf einer Zeichnung, die etwa 10 Fuß lang ist. Unter den Zeichnungen gibt es eine Darstellung eines Menschen, der auf einem Pferd reitet. Das ist erstaunlich, denn es wird angenommen, dass Pferde erst später, vor etwa 4.000 Jahren, nach Indien kamen. Vielleicht wissen wir etwas nicht über die Geschichte dieser Länder. Die einheimischen Stämme verehrten diese Orte als heilig, aber für die Wissenschaft wurde dieser Schatz erst im 20. Jahrhundert zugänglich. Bhimbetka ist eine Chronik der alten Stämme, die hier vor Zehntausenden von Jahren lebten. Weiter zieht es uns nach Australien. Der Kakadu-Nationalpark im Norden des Landes beherbergt eine der größten Sammlungen von Felskunst. Im Jahr 1839 stieß der Europäer George Gray bei der Erkundung dieser Gebiete auf die Zeichnungen. Auf den Felsen, die bis zu 20.000 Jahre alt sind, erwachten vor dem Europäer Kängurus, Fische, Krokodile und Geister zum Leben, ausgeführt in Ocker und Kohle im Röntgenstil. Wo die Knochen und Organe der Tiere sichtbar sind.
Ein riesiger Barramundi-Fisch, 13 Fuß lang, ist so dargestellt, als würde er über den Stein schwimmen. Im Schutzgebiet Navala Gabanmang wurde eine Kohlezeichnung gefunden, die 28.000 Jahre alt ist. Dies ist die älteste datierte Kunst Australiens. Und es gibt hier auch Thylacoleo, den Beutellöwen, der vor etwa 40.000 Jahren ausgestorben ist. Die Zeichnungen sind hier eine wahre Enzyklopädie der prähistorischen Fauna. Die Schichten von Zeichnungen, die über die Alten aufgetragen wurden, schaffen eine Chronik der tausendjährigen Geschichte der Aborigines. Wir setzen unsere Reise fort und kehren nach Frankreich zurück, zur Chauvet-Höhle im Ardèche-Tal. Hier befinden sich einige der ältesten Zeichnungen der Welt. In das Jahr 1994 erkundeten 3 Höhlenforscher namens Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel und Christian Hilaire unterirdische Gänge, als sie auf einen mit Steinen blockierten Durchgang stießen. Nachdem sie das Hindernis beseitigt hatten, traten sie in einen riesigen Saal und erstarrten. Die Wände erwachten im Licht ihrer Lampen zum Leben. Vor etwa 36.000 Jahren hinterließen hier uralte Künstler Hunderte von Tierdarstellungen. Löwen mit brennenden Augen, Nashörner mit massiven Hörnern, Höhlenbären und sogar eine Eule, die so gezeichnet ist, als ob sie direkt auf sie schaut. Kohle, Ocker und in den Fels gehauene Konturen erzeugen einen Bewegungseffekt, als ob die Tiere über die Wände laufen. Die Löwenpaneele. Eine Gruppe von 16 Raubtieren, etwa 13 Fuß lang, verfolgt Beute, und die Kohlespuren von Fackeln, die ebenfalls 36.000 Jahre alt sind, beweisen, dass Menschen die Dunkelheit erleuchteten, um zu schaffen. Unter den Funden war auch die Wand von Chauvet. Eine schematische Figur einer Frau mit einem Bisonkopf, vielleicht ein Symbol für Fruchtbarkeit oder ein schamanisches Bild. Die Höhle ist wegen der Zerbrechlichkeit der Farben für die Öffentlichkeit geschlossen, aber die Kopie Chauvet II ermöglicht es, diese Größe zu erleben. Die Einheimischen gingen jahrhundertelang über diese Meisterwerke, ohne zu ahnen, dass unter ihren Füßen Kunst verborgen war, die hunderte Jahre auf eine zufällige Entdeckung wartete. Jetzt ruft uns das Herz der Sahara, das Tassili-Nadjer-Plateau in Algerien, wo die Zeit für immer stehen geblieben ist. Im Jahr 1933 bemerkte der französische Offizier Henri Laude, während er auf Kamelen durch die Wüste reiste, seltsame Figuren auf den Steinen und begann sie zu dokumentieren. Tausende von Bildern, deren Alter zwischen 2.000 und 10.000 Jahren lag. Hier sah er Jäger mit Bögen, Giraffen mit langen Hälsen, Elefanten, Antilopen und geheimnisvolle Menschen mit runden Köpfen, die mit Ocker gemalt und in den Fels gehauen waren. Eines der Bilder zeigt einen laufenden Jäger, der wie eingefroren im Sprung wirkt, als ob er die Wüste in einem Satz überspringen möchte. Diese Szenen erzählen von der grünen Sahara zur Zeit des feuchten Neolithikums, als hier Flüsse flossen und Menschen in Booten fuhren. Solche Bilder sind auch unter den Funden zu sehen. Die rundköpfigen Figuren mit ihren seltsamen Silhouetten fügen dem Ganzen ein Rätsel hinzu. Wer sind diese überhaupt? Die Zeichnungen sind dank der Trockenheit der Wüste erhalten geblieben und sind nun ein großartiges Denkmal der Antike. Weiter geht es nach Südamerika, in den Nationalpark Serra da Capivara in Brasilien, wo die Felsen alte Geschichten bewahren. Im Jahr 1970 untersuchte die Archäologin Niede Guidon den Bundesstaat Piauí und sie bemerkte rote und gelbe Flecken auf dem Sandstein. Die Ausgrabungen enthüllten hunderte von Höhlen mit Zeichnungen, die über 12.000 Jahre alt sind, und einige reichen bis zu 30.000 Jahre zurück. An den Wänden sind Jäger mit Speeren, tanzende Gruppen, Gürteltiere, Jaguare und abstrakte Linien, die mit Ocker und Ton ausgeführt wurden. In der Höhle Toca do Boqueirão zeigt eine 16 Fuß 5 Meter lange Szene einer Treibjagd Menschen, die ein großes Tier umzingeln. Kohle und Knochen, die in der Nähe gefunden wurden, bestätigen ein Alter von bis zu 30.000 Jahren. Tausende von Jahren, was die Theorie der Besiedlung Amerikas über die Beringstraße vor nur 13.000 Jahren in Frage stellt. Unter den Abbildungen befindet sich ein Mensch mit einem Hund, möglicherweise der erste Beweis für die Domestizierung in der Region, obwohl dies bisher nur eine Hypothese ist. Die Einheimischen kannten die Kritzeleien der Geister, aber für die Wissenschaft wurde es zu einer Sensation. Guidon widmete ihr Leben der Erhaltung des Parks, der heute ein UNESCO-Welterbe ist, und enthüllte Geheimnisse, an die die Einheimischen nicht einmal denken konnten. Nun führt unser Weg ins Valcamonica-Tal in den italienischen Alpen, wo eine der größten Sammlungen von Felskunst Europas versammelt ist. Im Jahr 1909 bemerkte der Geograph Walter Lang, während er durch die Berge wanderte, eingravierte Figuren auf den Felsen. Er entdeckte über 140.000 Abbildungen, die zwischen 10.000 und 2.000 Jahren vor unserer Zeit entstanden sind. Hier gibt es viele Zeichnungen von Menschen. Jäger mit Speeren, Krieger in Rüstungen, Wagen, Labyrinthe und Flugszenen, die mit scharfen Werkzeugen ausgeführt wurden.
Eines der Symbole, die Ros der Kommune, ist etwa 3 Fuß lang und stellt ein Kreuz in einem Kreis dar, das 4000 Jahre alt ist. Möglicherweise ist es ein Sonnensymbol. Es gibt auch eine Zeichnung eines Menschen mit einer Antenne auf dem Kopf, etwa 3 Fuß hoch. Einige fantasieren über Außerirdische, aber höchstwahrscheinlich ist es einfach ein ritueller Kopfschmuck. Die Bilder haben Jahrtausende überdauert, dank des Bergklimas und der Abgelegenheit von Wohngebäuden. Wir setzen unsere Reise fort. Jetzt sind wir in Patagonien, in der Höhle Cueva de las Manos, bekannt als die Höhle der Hände. Im Jahr 1941 wanderte der Priester und Forscher Alberto de Agostini durch das Tal des Flusses Pinturas, als er einen Eingang im Felsen bemerkte. Drinnen erwartete ihn ein erstaunlicher Anblick. Hunderte von Handabdrücken, die zwischen 9000 und 13.000 Jahre alt sind, aufgetragen mit roter, schwarzer und weißer Farbe durch Röhren. Die meisten Hände waren linke Hände, bis zu 8 Zoll lang. Offenbar hielt man mit der rechten Hand das Sprühwerkzeug. Es gibt auch Jagdszenen auf Guanaco, einheimische Lamas, bei denen Jäger mit Speeren die Herde umzingeln. Wissenschaftler glauben, dass viele der Abdrücke von Jugendlichen stammen. Möglicherweise war es ein Initiationsritual ins Erwachsenenleben. Unter den Zeichnungen gibt es eine Darstellung des seltenen Nandu-Straußes, so detailliert gezeichnet, dass man jede Feder erkennen kann. Die einheimischen Hirten kannten die Höhle, maßen ihr jedoch keine Bedeutung bei, bis de Agostini der Welt dieses erstaunliche Kunstobjekt enthüllte. Der Weg führte uns in die Türkei, auf den Hügel Göbekli Tepe in Südostanatolien, wo die Zeit zurückgedreht wurde. 1994 begann der deutsche Archäologe Klaus Schmidt hier mit Ausgrabungen, da die einheimischen Bauern schon lange seltsame Steine gefunden hatten. Er entdeckte einen Tempelkomplex, der vor 10.000 bis 12.000 Jahren errichtet wurde, mit T-förmigen Säulen, die bis zu 16 Fuß hoch sind und mit Löwen, Skorpionen, Schlangen, Füchsen und menschlichen Figuren verziert sind, die in Kalkstein geschnitzt wurden. Ein Relief, etwa 3 Fuß lang, zeigt einen kopflosen Menschen neben einem Vogel, was auf ein Opfer oder das Jenseits hindeutet. Dieser Ort ist älter als Stonehenge und die Pyramiden Ägyptens, und seine Erbauer bedeckten die Tempel vor etwa 8.000 Jahren mit Erde, als ob sie vor den Nachkommen verstecken wollten. Unter den Abbildungen befindet sich auch ein Wildschwein mit Jungen, das mit außergewöhnlicher Zärtlichkeit geschnitzt wurde. Göbekli Tepe hat das Verständnis des Neolithikums revolutioniert, indem es bewies, wie talentiert unsere Vorfahren waren. Als nächstes erwarten uns die Suleimanberge in Pakistan, wo die Felsen Erinnerungen an die Bronzezeit bewahren. Im Jahr 1980 bemerkte der Archäologe Ahmad Hassandani bei der Erforschung alter Nomadenpfade auf den Steinen Szenen von Jagden mit Ziegen und Leoparden, Kriegern mit Speeren und Streitwagen, die 3.000 bis 5.000 Jahre alt sind. Die Zeichnungen wurden mit Ocker ausgeführt und mit scharfen Werkzeugen geschnitzt. Ein Fund, ein zweirädriger Streitwagen von etwa 4 Fuß Länge, weist auf eine Verbindung zur Indus-Zivilisation oder früheren Kulturen hin. Unter den Abbildungen befindet sich auch ein Mensch mit einem Bogen auf einem Pferd. Möglicherweise ist dies eines der frühesten Zeugnisse des Reitens in der Region. Die Zeichnungen blieben dank des trockenen Bergklimas erhalten. Die einheimischen Stämme betrachteten die Felsen als heilig und bewahrten sie daher bis heute. Marathonhöhlen, Südafrika. Wir begeben uns nach Südamerika, in die Marathonhöhlen in der Provinz Limpopo, wo die Welt der Buschmänner lebendig wird. Im Jahr 1922 suchte der Bauer van der Elst nach einer verschwundenen Kuh und bemerkte rote Figuren an den Wänden der Höhle. Hier hinterließ das Volk der San vor 2.000 bis 10.000 Jahren Jagdszenen mit Bögen, Elefanten, Giraffen, Antilopen und Honigsammeln, gemalt mit Ocker und weißem Ton. Eine der Szenen, 13 Fuß lang, zeigt eine Gruppe von Menschen, die einen Elefanten umgeben. Unter den Funden befindet sich ein Löwenmensch, eine Figur mit menschlichem Körper und Löwenkopf, etwa 3 Fuß hoch. Vielleicht die Alten. Die Künstler stellten möglicherweise einen alten Schamanen in Trance dar. Es gibt auch eine Darstellung des Honigsammelns mit Bienen, bei der die Flügel der Insekten sichtbar sind. Es ist schwer zu glauben, dass ein solcher kultureller Reichtum durch das Verschwinden einer Kuh entdeckt wurde. Als nächstes erwartet uns Australien, der heilige Felsen Uluru im Zentrum des Kontinents, wo die Steine selbst von der Vergangenheit flüstern. Europäer bemerkten die Zeichnungen im Jahr 1873, als der Forscher William Gosse den Felsen bestieg, obwohl die Anangu Aborigines seit der Antike von ihnen wussten. In den Höhlen rund um Uluru, die zwischen 5.000 und 10.000 Jahre alt sind, wurden Kreise, Zickzacklinien, Kängurus, Emus und menschliche Figuren gefunden, die mit roter und gelber Ockerfarbe gemalt wurden.
Einige Muster, die bis zu 6 Fuß lang sind, sollen Karten von Sternen oder Wasserquellen sein, die beim Überleben in der Wüste halfen. Interessant ist die Zeichnung eines Menschen mit einem Speer, umgeben von Punkten. Vielleicht ist es ein Symbol für Regen oder Sterne. Der Felsen mit einer Höhe von 1140 Fuß ist für die einheimischen Aborigines heilig. Er war Teil des Fanangu-Rituals und wurde mit dem Aufkommen von Goss Teil des kulturellen Erbes Australiens. Uluru bewahrte seine Geheimnisse so lange, dass selbst die Kolonisten nicht sofort von ihnen erfuhren. Wir setzen unsere Reise fort und begeben uns nach Spanien in die Höhle El Castillo in Kantabrien. Hier befindet sich eines der ältesten Wunder Europas. Im Jahr 1901 erforschte der Archäologe Hermenegildo Alcalde del Rio die Höhlen. Auf der Suche nach Spuren des Paläolithikums bemerkte er ungewöhnliche Linien an den Wänden, die die Natur offensichtlich nicht hätte machen können. Die Ausgrabungen enthüllten Handabdrücke, Bisons, Pferde und abstrakte Punkte, die vor über 40.000 Jahren geschaffen und mit Ocker durch Röhren aufgetragen wurden, wie eine alte Schablone. Eine der Szenen mit Bisons erstreckt sich über ganze 10 Fuß. Im Jahr 2012 zeigte eine Uran-Thorium-Analyse, dass die roten Punkte und Handabdrücke ihren Ursprung haben. Tief in die Vergangenheit bis vor 40.800 Jahren. Möglicherweise sind sie das Werk von Neandertalern und nicht von Homo sapiens. Unter den Funden ist eine Figur von besonderem Interesse. Ein Mensch mit Hörnern, etwa 2 Fuß hoch, der entweder ein Schamane oder ein Geist dieser Ländereien ist. Diese Entdeckung wirft die Frage auf, wer sich zuerst zu einem hohen Niveau entwickelte, die Neandertaler oder Homo sapiens. Nun erwartet uns Zentralasien, das Ustjurt-Plateau in Kasachstan, wo die Felsen sich noch an die alten Nomaden erinnern. Im Jahr 1980 bemerkte der sowjetische Geologe Boris Stukalow bei der Erforschung der Wüstenweiten auf den Steinen Szenen von Jagden mit Kamelen und Pferden, Krieger mit Speeren und Streitwagen, die 3000 bis 5000 Jahre alt sind. Einer der interessanten Funde ist die Darstellung eines Streitwagens etwa 4 Fuß lang. Ihr Aussehen deutet auf eine Verbindung zu den alten Kulturen Zentralasiens hin, wo solche Wagen vor etwa 4000 Jahren auftauchten. Vor Tausenden von Jahren. Die Zeichnungen haben bis heute überdauert, dank der günstigen klimatischen Bedingungen und der trockenen Luft. Die einheimischen Nomaden nannten sie die Schriften der Vorfahren. Stukalow hat eine wahre Chronik eines alten Volkes entdeckt und das Kulturerbe Kasachstans um ein wertvolles Exemplar bereichert. Der Wissensdurst führte uns nach Indonesien in die Kulubara-Höhle auf der Insel Sulawesi, wo die ältesten Spuren der Menschheitsgeschichte erhalten geblieben sind. Im Jahr 1951 bemerkte der niederländische Archäologe Hendrik Vander bei der Erforschung des Dschungels seltsame Muster an den Wänden. Die Ausgrabungen ermöglichten es, Darstellungen von Babirusa-Schweinen mit Hauern, Büffeln und winzigen menschlichen Figuren mit Speeren zu sehen, die mit Ocker gemalt wurden. Vor etwa 44.000 Jahren. Eine der Jagdszenen, etwa 10 Fuß lang, zeigt Menschen, die ein Schwein verfolgen. Im Jahr 2019 bestätigten Analysen. Diese Zeichnungen sind die ältesten Felsbilder der Welt. Die Einheimischen mieden die Höhle, da sie für verflucht hielten, aber Klaus scheute sich nicht, ihre Geheimnisse zu enthüllen. Dieser älteste Diamant in der Welt der Archäologie wartete tausende Jahre auf seine Entdeckung direkt unter der Nase der Ureinwohner des Dschungels von Sulawesi. Weiter geht es nach Russland, zur Schulgantasche-Höhle in Baschkortostan, bekannt als Karpowa, wo Spuren der Eiszeit erhalten geblieben sind. Im Jahr 1959 stieg der Zoologe Alexander Ryumin, während er die Höhle am Fluss Belaja erforschte, auf die 2. Ebene und bemerkte ungewöhnliche Figuren an den grauen Wänden. Hier malten vor etwa 16.000 Jahren die alten Jäger Mammuts, Pferde, Bisons und geometrische Zeichen von Achroi. Eines der Mammuts, etwa 6 Fuß lang, sticht besonders durch die Details des Rüssels, der Stoßzähne und des Fells hervor. Solche Detailgenauigkeit ist eine Seltenheit in der Höhlenmalerei. Der Forscher entdeckte auch seltsame Linien und Punkte an den Wänden, entweder eine alte Zählung oder ein rituelles Muster. Die einheimischen Baschkiren nannten sie teuflisch und mieden sie, ohne zu ahnen, welche Schönheit die erstaunliche Höhle verbarg. Unglaubliche Höhlenmalereien waren jahrhundertelang direkt unter der Nase von Hirten, Bauern und Fischern versteckt, bis Zufall oder Neugier sie der Welt offenbarten. Schreiben Sie in die Kommentare, welche Zeichnungen Sie überrascht haben, am meisten. Geben Sie einen Like und abonnieren Sie. Vor uns liegen noch mehr Geheimnisse der Vergangenheit.